Ah ja. Oh nein. Kann man im tiefen Winter mit einem E-Auto bis zum nördlichsten Punkt Europas fahren? Genau das wollen mein Kollege Fabian und ich herausfinden. In nur 6 Tagen wollen wir von DKV in Ratingen über 3000 Kilometer durch 5 Länder bis zum Nordkap fahren. Wir wollen wissen, wie gut unsere Produkte unter realen Bedingungen funktionieren und ob sich ein Projekt dieser Größe voll elektrisch und zuverlässig umsetzen lässt. Mal gucken, wie wir es machen. Schönes Wetter zum Rausgehen und frieren. Geht's so gut, Diggi? Ja. Schaffen wir es wirklich zum Nordkap? Und welche Überraschungen erleben wir auf unserem Weg dahin? Kommt mit auf einen Roadtrip, der alles andere als gewöhnlich ist. Klappe die 1. Mein Name ist Fabian Blumeroth. Ich bin Produktmanager im Bereich At Home, at Work, im Bereich Elektromobilität beim DKV. Ich bin Lennart Kawowski und bei DKV Mobility bin ich SAP Product Owner für E-Mobility. Der Lennart hat das erste Mal die Idee gehört, als wir unser Roadmapping 2026 hatten und ist direkt auf mich zugekommen und hat gesagt, lass das machen. Das übergeordnete Ziel für die Expedition war tatsächlich eine Herausforderung zu finden und dann eben auch zu bewältigen, die auch die letzten Zweifler so ein bisschen überzeugen kann. Das Argument, was ich am häufigsten gegen E-Mobilität höre, ja, E-Auto schön und gut, im Sommer in der Stadt rumfahren kein Problem, aber wenn man dann mal im Winter auf der Langstrecke ist, dann funktioniert da gar nichts mehr. Wir wollen also zeigen, dass wir auch im Winter voll elektrisch bis zum Nordkap fahren können. Und wir wollen beweisen, dass die DKV-Produkte auch in den entlegensten Ecken Europas funktionieren. Unsere Route führt uns über mehr als 3000 Kilometer durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und schließlich Norwegen. Unterwegs sind wir im VW ID.7 GTX, der uns vom Autohändler Gottfried Schulz zur Verfügung gestellt wird. Das Fahrzeug erfüllt alle unsere Anforderungen. Genug Platz, genügend Leistung und genau der Komfort, den wir für diese lange Strecke brauchen. Begleitet werden wir von 2 weiteren E-Mobility-Profis, Nelly und Danny. Und Chris, unserem Videografen. Doch noch bevor wir überhaupt aufbrechen, tauchen die ersten Probleme auf. Ja, aktuell ist die Route zum Nordkap geschlossen. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie eine Prognose kriegen, wie die Strecke so aussieht. Und das sieht schlecht aus in den nächsten Tagen. Blau heißt, ist geschlossen, dunkelblau und hellblau ist Konvoi. Oh, und das da ist Uhrzeit? Das ist dann, wann wir hier sind. Das ist der 22. Ah, okay. Also da, ja, das sind ja Wochenschritt. Das ist natürlich ärgerlich. Eine andere Route gibt es doch nicht, ne? Ja, hier. Wir haben relativ viel Equipment gekauft. Hier haben wir einen Abschleppseil. Der ganze Klappspaten. Anfahrhilfe. Guter Werkzeugkasten. Der Wagenheber. Konzentrat bis minus 60 Grad. Bürste unscharbar. Test. 1, 2, 3. Funktioniert, stopp. Wir haben uns winterlich ausgestattet. Also es ist jetzt ziemlich warm. Aber dafür kann ich sogar die Nase einpacken. Ein Thema ist natürlich dann Folierung für die Fahrzeuge. Die Sicherheit war, glaube ich, eines der wichtigsten Themen in der Vorbereitung. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr an der Unterweisung teilnehmt. Ihr habt echt eine tolle Sache vor euch. Die Reise, die ihr jetzt plant, geht schon quasi übers Ziel hinaus, wie wir sonst hier unsere Arbeitsplätze bewerten. Die Ziele der Unterweisung sind eben, euch eben auf die Risiken aufmerksam zu machen. Es ist halt einfach eine trockene Kälte. Und mein Mann ist tatsächlich die Nase eingefroren. Ganz unangenehm. Und ein Zeigefinger. Das hat Monate gedauert, bis das wieder hergestellt war. Ja, achtet darauf, auch wirklich viel Flüssigkeit zu euch zu nehmen. Auch die Kälte zerrt am Körper, genauso wie extreme Hitze. Dann auch nochmal, achtet aufeinander, bleibt als Gruppe zusammen und vor allen Dingen seid füreinander da. Wir fahren jetzt zu Gottfried Schulz, die folierten Autos abholen. Moin. Hallo, Kevin. Hallo. Das eine Auto habt ihr schon gesehen? Was Beide. Ach, beide schon, ja. Sollen wir mal hochgehen? Ich glaube, Schlüssel hast du hier. Als ich die Autos das erste Mal fertig foliert gesehen habe, war ich tatsächlich
Da ist es für mich sehr real geworden. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, oh, okay, also das ist jetzt mit sehr kurzer Vorbereitung und sehr kurzer Planungsphase, bei der uns total viele Kollegen sehr intensiv unterstützt haben, haben wir uns die letzten 2 Monate damit schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Aber dass es jetzt tatsächlich passiert, war mir wirklich erst klar, als dann auf den Autos sehr prominent DKV stand. Ja, so weit waren wir schon. Als ob wir nicht auch alle gedrückt haben, Lennart. Hat er zugeklebt. Aber brauchst du ein Messer für. Wer hätte gedacht, dass ein weiteres erstes Problem das Öffnen der Ladeklappe ist? Erstmal bei Null anfangen. Aber es wird schon ein bisschen. Das kann es nicht sein. Wenn es daran schon scheitert, kommt ihr oben nicht an, das kann ich euch sagen. Das wird nichts. Ich sage, morgen, wann ist Abfahrt? 10 Uhr? 10 Uhr 5:45 Uhr. 5:45 Uhr, 6 Uhr kommt der erste Anruf. Tibor, wir können nicht laden. Da schlafe ich aber noch. Ich bin einmal und dann geht das auch. Das wäre mir lieb. Ich war total happy, als wir dann am Freitagmorgen alle hier waren, alle gesund waren. Da gab es ja auch noch am Donnerstagabend ein kleines Thema. Sind denn alle gesund? Das hat auf jeden Fall super geklappt und ich war, ja, die Nacht war kurz, man ist dann doch aufgeregt, ne? Mit der ganzen Vorbereitung, die dahinter steckt und man freut sich ja halt auch, dass es irgendwann losgeht. Alles klar, ab auf die Piste. So, 10 Tage sind wir wieder da. Bis in 10 Tagen. Ja, zieh richtig an. Die erste haben wir schon verloren. Achso, der wollte mitkommen, ne? EV1, hier EV Actual, over. EV Actual, calling EV1, over. Haben ihr Dings nicht an? Ist der jetzt echt einfach losgefahren oder was? Mein Gedanke war, dass wir halt ein bisschen Konvoi fahren. Aber hier haben wir es tatsächlich geschafft, uns an der DKV-Ausfahrt dann halt schon zu trennen. Fahrzeug 2 ist vorgefahren. Wir wussten nicht so ganz, welche Richtung sie eingeschlagen haben. Ja, und ich glaube, da hatten wir schon dann die ersten 10, 15 Minuten Differenz und haben uns dann nach einer Stunde quasi auf dem Café bei McDonald's wieder getroffen. Ja, das war der Start. Okay, Leute, fuck. Was denn? Zurück. Ja? Ja, ich habe meine Jacke liegen lassen. Nein, hast du nicht. Doch. Ja, okay, wir müssen echt zurück. Fabian, Sorry. das geht nicht. Unsere erste Etappe geht von Ratingen bis Kopenhagen. Auf dem Weg dahin machen wir den ersten Ladestopp bei Elektro-Koopman, einer unserer Partner, der gerade ein spannendes Projekt baut. Die Ladestation werden. Also was man jetzt mal sagen muss, das wird fett. Das wird richtig geil. Aber ich glaube, das ist noch nicht fertig. Die wissen alle jetzt nicht, was wir hier wollen, glaube ich. Die gucken uns komisch an. Das ist hier Campower, Lennart. Power, ich weiß, ich hab ja. Komm ein bisschen vor. Genau, also grundsätzlich sind wir hier bei uns am Koopman Energiewerk. Das Energiewerk, das seht ihr da hinten. Das ist eigentlich der Ort, wo wir unsere Anlagen produzieren. Sprich Schaltanlagen, Trafostationen, Messfelder für Mittelspannung. Also alles, was unsere eigene Wertschöpfung angeht, machen wir hier am Energiewerk. Und haben uns gedacht, wir haben Energie hier, also wir haben ein eigenes Mittelspannungsnetz hier mit 2,5 MW Anschlussleistung und haben gedacht, da können wir doch ein bisschen was draus machen. Und haben dann gesagt, dieser Parkplatz hier war vorher eine brachliegende Parkfläche im Prinzip. Dass wir hier ein Solarcarport bauen mit ungefähr 1 Megawatt Peak PV, mit 1 Megawattstunde Speicher und wollen dann auch Ladetechnik hier betreiben. In Summe sind das im ersten Bauabschnitt 20 AC-Ladepunkte und 12 DC-Ladepunkte. Davon 2 flüssigkeitsgekühlte Schnellladepunkte für E-Trucks. Und 4 Pkw-Ladepunkte, die auch überdacht werden noch. Und dann haben wir da vorne noch auf der anderen Zaunseite vor, für unsere eigenen Trucks auch noch Schnellladepunkte zu bauen. Also wir haben Verträge abgeschlossen hier mit benachbarten Logistikern, weil wir selber 2 E-Trucks haben oder bekommen und auch nur brauchen aktuell und die anderen 4 Ladeplätze vergeben an Busunternehmer und Logistiker und so weiter. Also für mich macht es einfach Sinn,
nachhaltig zu denken. Also wir als Unternehmen sind sowieso sehr nachhaltig unterwegs, deswegen bauen wir auch viel aus Holz, bauen unsere Trafostation aus Holz als einziger. Und da ist das Thema E-Mobilität natürlich ein zentrales Thema. Wir müssen vom CO2 runter und die Mobilität spielt dann eine zentrale Rolle. Deswegen sehen wir das auch als zentrales Thema für uns als Kopmann, als eines der zentralen Themen, um die Energiewende weiter voranzutreiben und haben auch entsprechende Priorität in diesem Thema. Wird super gut in der Zeit. Das ist auch entspannt gerade so ein bisschen. Wir sitzen hier an der Ostsee. Ich kann auf ein Boot gucken beim Essen. Sonne scheint, Autos laden. Ist alles gut. Was ist das? Knolle. Weil wir haben keinen Parkschein, keine Parkscheibe gehabt. 20 € geht an Travemünde. 20. Spende. Ich bin noch nicht angeschnallt. Katastrophe, Nelly. Echt mit dir immer nur Probleme. Was glaubt ihr denn, hat euch dazu qualifiziert, dass ihr hier mitfahren dürft? Ich würde sagen, absolut gar nichts. Ich glaube, das einzige Kriterium war, dass wir im At-Road-Team sind. Und dann war es auch noch sehr praktisch, dass wir keine Kinder haben und somit keine Verpflichtung. Das ist immer ein guter Grund. Also ich muss mich zusammenreißen, dass ich... Das ist jetzt nicht für die Kamera. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht einfach irgendeinen Quatsch erzähle. Weil du willst ja auch wahrscheinlich irgendwas von den Aufnahmen nutzen. Ne? Rabbit and Turtle. Wir sind soeben bei der Fähre angekommen. Over. Blaue Spur. Das ist die einzige blaue Spur hier. VIP. Ja, VIP, Spur blau. Okay, Turtle scheint nicht in der Nähe zu sein. Warte. Bin ich jetzt ein echter Seemann? Das sieht schon seemannmäßig aus. Okay. Die steht hier auch ganz gut. Ahoi. Sehe ich gut aus? Üben, aber ich finde es okay. Du passt sehr gut hier auf diese Fähre mit deinem neuen Finde ich auch. Please note that the gangway will be from Hall North. Ja, Fabian, sag mal, wo wir hier stehen. Am Ende von Deutschland. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Relativ weit im Norden. Ja. An der Ostsee. Ja. Was sehen wir hier gerade vor uns so? Wir sind hier auf dem Zubringer zur Fähre nach Dänemark. Wo sind unsere Kollegen? Die sind auf der Fähre nach Dänemark. Ja, wir haben um 2 Minuten unseren Slot verpasst, um die Fähre um 16 Uhr zu nehmen. Deswegen nehmen wir jetzt die um 16:40 Uhr. No. Ist auch schöner mit dem Sonnenuntergang. Der Weg war stramm bemessen von Travemünde hierhin um 16 Uhr. Das war, also der Hintergrund ist ja tatsächlich ein anderer. Wir konnten nicht da laden, wo wir laden wollten, weil ein DC-Charger, an dem wir uns anschließen wollten, defekt war. Deswegen mussten wir ein bisschen weiter wegfahren. Ja, und die 5 Minuten Rückweg zum Auto sind halt die 5 Minuten, die uns jetzt hinten raus gefehlt haben, um noch die Fähre... Um noch ranzukommen, ja. Dadurch, dass wir gerade ein bisschen weiter weggeladen haben, konnten wir wesentlich besser laden und waren auf 100%. Ja, und die anderen sind, glaube ich, nur auf knapp 70 gekommen. Das heißt, die können gleich schon mal ein bisschen nachladen, wenn die in Dänemark sind. Ja, an sich wird sich das ausbalancieren. Ja. Scheiße, ey. Warte mal, kann ich da rein? QR? Hier. Warte, darf ich hier rein oder ist das... Ja, ein bisschen nach oben. Das ist immer ein sehr eleganter Vorgang. Wahrscheinlich realitätsnah. Ja, wir laden. Wir laden? Ja. Okay. Kurz darauf sehen wir uns tatsächlich wieder in Dänemark und haben nun die letzten Kilometer bis Kopenhagen vor uns.
I'm not sure about that. That's... Okay. Will jemand anders fahren? Ich glaube, das schaffen wir. Soll ich rausgehen und gucken? Na, Geht nicht, ne? Mit Soll ich gucken? Spiegel? Ich gucke. Rechts? Ja, okay. Straight? Kann ich schon einschlagen, komplett? Ich könnte kotzen. Warte mal, ist da noch einer hier neben dem Volvo? Ja, jetzt kannst du gerade machen. Es passt auf jeden Fall. Das passt. Ist gut. Ja, okay, komm. Also. Ich glaube, das wird echt super eng. Hier, du musst der Doorholder sein. Alter. Wie soll ich denn hier rauskommen? Okay, weiter geht nicht auch. Ja, halt nur, pass mal hier unten auf, dass du nicht weggehst. Fuck. Ja, entspannt. War doch gar nicht so schwer. Oh, komm. Ja? So, wie geht's dir? Gut, gut. 2 Tage nicht mehr gesehen. 2 Tage, schon 2 Jahre. 2 Jahre. In Kopenhagen angekommen, treffen wir einen früheren DKV-Kollegen, Christoph, der heute hier lebt. Bei einem gemeinsamen Essen blicken wir auf den Tag zurück. Aber fandet ihr das nicht heute auch viel entspannter, Ich finde das als man super gedacht entspannt, ja. Aber das war halt das Gute. Ne? Wir sind losgefahren, dann waren wir bei Koopman nach 2 Stunden. Da waren wir dann eine Stunde irgendwie, weil wir auch mit den Tobias da gequatscht haben. Dann sind wir gefahren und wir haben Mittagspause gemacht, da haben wir eine Stunde dann, weil wir dann 50 KWDC-Charge hatten oder was auch immer. Dann sind wir gefahren, dann waren wir an der Fähre. Dann sind wir gefahren, waren wir hier. Das war so total easy. So, okay. Sind ja schon War null anstrengend irgendwie, so wann ist der Tag vorbei. Nee, durch das LAN, ne? Durch das LAN hast du wirklich so eine Entschleunigung. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich fahre irgendwie 600, 700 Kilometer oder noch mehr am Stück und du hast nicht das Bedürfnis, Pausen zu machen, dann bist du ein bisschen gestresster. Ne? Und so mit dem LAN zusammen, ja, voll. In der nächsten Folge führt unser Weg nach Schweden mit Reifenwechsel auf Spikes, Schnee und der Suche nach den ersten Polarlichtern. Das hier war nur das Warm-up.